السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Heute will ich mit euch über den koranischen Tauhid sprechen. Ich habe diesen Begriff eingeführt, weil aus mehreren Gründen wirklich. Erstmal, wir sehen, dass die Umma gespalten ist. Und da sind so viele Sekten und Gruppierungen und was weiß ich. So viele. Und jeder hat seine, sagen wir, Erklärung oder Version von Tauhid. Und das ist problematisch. Was mich interessiert, nicht was die ganzen Sekten und Gruppierungen und diese philosophieren und meinen, das ist Akida, das ist Tauhid. Nein, ich will, dass die Menschen, die Muslimen vor allem, dass sie Allahs Wort folgen, was zu ihnen von Allah herabgesandt worden ist. Jetzt kommt sofort die Frage, ich sage auch koranische Akida und koranische Tauhid. Diese beiden Begriffe, das ist das Gleiche eigentlich. Das Gleiche ist damit gemeint. Aber jetzt werden einige philosophieren und sagen, ja, willst du Koran alleine verstehen? Brauchst du deinen Gelehrten nicht für Koran verstehen? Ich sage als Antwort erstmal, hey, du sprichst 1,7 Milliarden Menschen, Muslimen. 1,7, 1700 Millionen Muslimen. Und du weißt ganz genau, genauso wie ich, und alle wissen das, dass wir, wie Rasulullah gesagt hat, 73 Gruppen haben wir uns gespalten und vielleicht noch mehr von Untergruppen. Also, ich spreche nicht nur eine Gruppierung oder eine Sekte, ich spreche die ganzen Muslimen, die ganze Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam an. Deshalb, was mache ich? Es ist Da'wah auch. Es ist nicht nur in einer Gruppierung oder Sekte sich einschließen und ich habe nichts mit den anderen und ich hasse alle anderen. Nein, es ist der Islam, es ist Da'wah, es ist der Tauhid für alle Menschen. Alle müssen durch den Tauhid angesprochen werden. Das ist eins. Zwei, was auch sehr wichtig ist, dass die Botschaft des Tauhids im Koran ist überdeutlich, ist ganz einfach. Simpel, jeder kann das verstehen. Und besonders diese Akida, was Allah uns gibt als Akida, ist überdeutlich. Ist jedes, sagen wir, einfacher Mensch. Du brauchst nicht Einstein zu sein, um das zu verstehen. Du brauchst nicht Newton zu sein, um das zu verstehen. Das ist simpel und einfach. Warum ist das simpel und einfach und muss simpel und einfach sein? Weil, wenn du das nicht verstehst und das ignorierst, mit irgendeiner Entschuldigung, ich bin ein einfacher Mensch, ich kann Koran nicht verstehen, oder ich kann die Botschaft Allahs nicht verstehen, da wartet Jahannam auf solche Leute. Allah wird solche Leute, die Botschaft des Tauhids ablehnen oder ignorieren oder tun so, als ob sie das nicht verstehen, wird sie mit Jahannam bestraft. Und deshalb hat Allah die Botschaft des Tauhids im Koran so simpel und einfach gemacht. Und auch dieser Umgang mit Shayatin und mit Djinn ist simpel und einfach. Zum Beispiel von dem Tauhid, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Wir wissen alle, was ein Ibadah und Ubudiyya ist. Ibadah ist Dienerschaft. Wie ein Sklave in die vergangenen Jahrtausenden gab es immer Sklaven. Absolut was? Nix Gesellen Allah bei. Nix. Also absolute Dienerschaft zu Allah.
brauchst du kein Professor zu sein, um das zu verstehen. Ne? Ja, absolute Dienerschaft. Denke mal, was war von einem Sklaven erwartet damals, einen guten Sklaven? Gehorsamkeit, Respekt, Ehrung, Unterwerfung, Bereitschaft. Wir sollen nicht vergessen, dass ein Sklave soll bereit zu kämpfen für seinen Herrn auch, ne? Zu konfrontieren und zu sterben für seinen Herrn. So war es gewesen. Es gibt doch ein ganzer Staat, ein Königreich, oder so wir, nicht Königreich mehr, sagen wir, ein Staat von diesen Mamluken. Mamluk ist Sklave auf Arabisch. In Ägypten, ne? Ägypten und Scham. Wie ist diese Stadt entstanden? Da haben die, vor allem die reichen Leute, haben angefangen, junge Leute zu kaufen als Sklaven. Und dann diese jungen Leute organisieren und trainieren und Iman, also Koran lernen und so weiter. Und dann haben sie kleine Milizen, kleine Milizen für jede. Ich kaufe zum Beispiel 500 Sklaven, 200 junge Leute mit 7, 8 Jahren, ne? Richtig trainieren und so, ausstatten mit Waffen. Und dann habe ich meine eigenen Milizen. Ne? Und deshalb auch dieser Familienname in der arabischen, besonders in Ägypten, ist bekannt. Al-Alfi. Was ist Al-Alfi? Alf auf Arabisch heißt 1000. Alf ist 1000. Und derjenige, der 1000 Sklaven hat, die ausgebildet wie Soldaten und gut bewaffnet sind, wurde genannt Al-Alfi, also derjenige, der 1000 Sklaven, Kämpfer, Soldaten, Sklaven hat. Ne? Und diese Stadt war sehr stark. Ne? Khair, inshallah. Das ist nur das, hey, wir müssen bewusst, wenn du sagst, ich bin Diener Allahs, dann musst du wissen, was das heißt. Du brauchst nicht, wie gesagt, ein Professor zu sein oder Einstein. Du kannst einfach gucken auf die Geschichte, was war erwartet von einem Sklave. Ne? Okay. Wie gesagt, Gehorsamkeit, Unterwerfung, Liebe. Ne? Liebe zu seinem Herrn, du musst ihn lieben und bereit sein für ihn, für alles. Und so weiter. Viele andere Eigenschaften. Also, der Tauhid ist so simpel, jeder kann das verstehen. Ne? Auch die Versen im Koran bezüglich Shaitan. Was willst du verstehen? Allah sagt zu dir, der Shaitan ist euer klarer Feind. Was willst du verstehen? Wozu brauchst du einen Professor hier? Der Shaitan ist euer Feind, so behandelt ihn wie ein Feind. Was willst du verstehen? Sag mir, was willst du? Hey, ist ganz einfach, ist überdeutlich. Allah sagt, bekämpft die Anhänger von dem Shaitan. Wahrlich, der Shaitan ist schwach. Wozu brauchst du einen Übersetzer? Ist überdeutlich, was ein Feind ist. Willst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir erklärt, was ein Feind ist? Na? Guck mal um dich rum. Guck mal die ganzen Völker, wie sie gehen mit ihren Feinden, wie die stimmen, wie die Geschichte war. Die Familien, die anderen. Feind ist Feind. Na? Okay. Jetzt wir haben verstanden, dass der Tauhid im Koran, die Akida im Koran ist überdeutlich. Bezüglich Dienerschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala und bezüglich auch Umgang mit den Shayatin, mit den Feinden der Menschen. Okay? Haben wir klar gemacht. Jetzt auch bei diesem Begriff quranische Tauhid oder quranische Akida. Warum ich das auch eingeführt habe. Wenn ich jetzt rede mit den Leuten und sage zu ihnen, die betroffen sind zum Beispiel, ja, und sage, du musst deinen Iman stärken, statt quranische Tauhid, ich sage, du sollst deinen Iman stärken.
Er sagt, ich habe auch starken Iman. Achi, starken Iman ist anders als quranische Tauhid. Du musst Wissen haben. Wissen, was Allah sagt im Koran über den Tauhid. Das geht nicht. Es ist nicht nur Iman. Ich liebe Allah. Ja, okay, Achi. Allah sagt zum Beispiel, subhanahu wa ta'ala im Koran, in Surah Al-An'am, Vers 162 und 163, sagt, dass meine Gebete, meine Opferungen und mein Leben und mein Tod für Allah, den Herrn der Welten, kein Partner hat er dabei. Wie groß. Du lebst für Allah, wenn du ein ehrlicher, absoluter Diener zu Allah, wenn du dich für Allah, für den Islam entschieden hast, dann du lebst für Allah und du stirbst für Allah. Und was ist mit meiner Familie? Kinder, Arbeit, Geld, Haus, Grundstück, Land, Nationalismus? Was ist das damit? Das ist alles null, absolut null neben Allah. Alles absolut null neben Allah ist nebensächlich. Na, du bist in dieser Dunya, um Allah zu dienen. Es gibt andere Nebensächlichkeiten. Du kannst auch heiraten, du kannst Geld verdienen, aber du musst das sehen als nebensächlich. Allah, du lebst für Allah. Das ist die Hauptsache. Alles andere ist nebensächlich, unwichtig. Es ist so. Das ist quranische Tauhid. Na, wenn du liest, mein Leben und mein Tod für Allah, den Herrn der Welten, kein Partner hat er dabei. Yani, du musst nur ehrlich sein. Das ist, ja, okay, ich geb diesen Leuten recht. Du musst nur ehrlich sein. Du musst nur ehrlich sein und dann wirst du verstehen, was Allah zu dir sagt. Wenn du nicht ehrlich, du suchst nach irgendwie anderen Lücken, anderen Lösungen, anderen Wege, dann wirst du andere Wege finden. Aber wenn du ehrlich liest du den Koran ehrlich, dann wirst du Tauhid sofort verstehen. Jetzt das Problem ist, dass manche Leute fühlen sich beleidigt, wenn ich sage, du musst deinen Iman stärken, statt quranische Tauhid. Na? Ich gebe euch ein Beispiel. Viele Muslime, ja, allgemein alle Menschen, nicht nur Muslime, haben Angst vor den Djinn, vor den Shayatin. Ja, viele. Selbst viele Rakis und Imame und so, wenn der Djinn fängt an zu drohen, ihre Familien anzutun, was Schlichtes anzutun, dann wollen sie wenig zu tun. Ich habe auch Rakis gesehen, die wollen von weitem Ruqya machen, ne? Von weitem. Bismillahirrahmanirrahim, von weitem, aber nicht angreifen. Wo bist du, du Käfer, du Feind Allahs? Das wollen sie nicht, weil sie wissen, mit so viel Konfrontation, sie wollen nur Koran lesen und weit genug Abstand haben zwischen ihnen und dem Patienten oder dem Djinn, wenn der Djinn aggressiv ist zum Beispiel. Na? Da haben sie ein bisschen Angst. Sie wollen auch, ja, es ist so. Ich werde darüber sprechen, warum viele Imame und so wollen vermeiden, Konfrontation mit Shayatin, mit Djinn, die wollen das vermeiden. Nein, okay, ich kann nicht, ich habe keine Erfahrung, bitte such dir einen anderen, der mehr Erfahrung hat und so. Ja, ich werde dann, inshallah, ein Video darüber machen, inshallah. Aber hey, wo ist quranische Akide? Allah sagt, der Shaitan ist euer Feind, so behandelt ihn wie ein Feind. Überdeutlich, was willst du mehr? Sag mir, was willst du mehr? Du musst den Shaitan angreifen. Du musst nicht warten und ignorieren und vermeiden die Konfrontation. Behandle ihn wie ein Feind. Allah sagt, so bekämpft die Anhänger von dem Shaitan. Wahrlich, der Shaitan lässt es sich wach. Was willst du mehr? Bekämpfe. Der Shaitan ist schwach. Glaubst du Allah oder wie viel glaubst du Allah? Hey, du brauchst kein Professor zu sein, um diesen Versen zu verstehen. Aber was wir sehen bei den meisten Menschen, die nehmen das nicht ernst. Und
und dieser arme Mensch oder dieser Imam, der vermeidet Konfrontation mit Shaitan. Und du sagst, du musst deinen Iman stärken, wie wird er reagieren? Ich habe starke Iman, ich mache Qiyam al-Layl, ich mache Nachtgebete, Hey, Achi, ist keine Beleidigung, Achi. Aber ich musste dann auch diesen quranischen Tauhid-Begriff einführen, weil die Leute würden dich nicht verstehen. Auch im Koran ist eigentlich die Unterscheidung zwischen Herz und Seele ist, sagen wir, stark betont im Koran. Und viele verstehen das nicht. Achi, das ist ganz einfach. Du verstehst nicht, was mit Herz und Seele gemeint wird im Koran, was Allah damit meint. Ja, Achi, mach auf Arabisch Qalb, Qulub, Nafs, ne? Und suche diese Versen, die diese Worte enthalten im Koran. Nafs, Anfus. Ja? Und dann versuche, du kriegst vielleicht 150 Versen. Na, nimm das auf Deutsch und versuch das zu verstehen. Und wenn du ein Ayah oder ein Vers nicht gut verstehst, na, du kannst 2, 3 Versen zurückgehen, dass du den Kontext verstehst und 2, 3 Versen danach, dann verstehst du den Kontext. Und dann hast du eine Vorstellung, was Allah damit meint. Normalerweise brauchst du das nicht, dann ist das überdeutlich, wenn du so viele Verse mit zum Beispiel Qalb und Qulub, Herz und Herzen nimmst, na, und versuchst zu verstehen, dann wirst du es schnell verstehen. Seele auch. Na? Hadithe, besonders bei Seele, man kann auch nach, wie sagt Sunnah, SONNAH.1, O-N-E, na? Zu dieser Website gehen, ist alles auf Arabisch, aber du kannst Nafs, Ruh, diese beiden Worte, na, suchen nach diesen Hadithe von Nafs und Ruh und versuch diese Hadithe zu übersetzen. Egal mit Google und so, wenn du auch 20, 30 Hadithe, du wirst doch eine Vorstellung, was Nafs heißt, was Seele heißt. Na? Na? Jeder kann das machen, wenn man ehrlich Allah dienen. Wir alle können lesen und schreiben. So. Und viele können auch Arabisch oder haben arabische Freunde, dass sie auch nach bestimmten Worten oder Synonyme von einem Wort suchen. Auf jeden Fall, wenn du fragen würdest, dieser Mann oder diese Frau, die behauptet, starken Iman zu haben, was ist der Unterschied zwischen Herz und Seele? Die meisten stehen sie da. Hey, das ist deutlich im Koran, da musst du es verstehen. Natürlich, ja. Und dann sagt er, hey, du hast starken Iman, hast du gerade gesagt. Ja, deshalb, ich musste diesen Begriffe einführen. Koranischen Tauhid. Da wird jeder Mensch damit angesprochen. Ob er Christ, Jude, Buddhist, Schiiten, Sunnit, die ganzen Dings, was sie nennen, die Gruppierungen unter Sunniten, die ganzen Gruppierungen, und wissen, da sind so viele Gruppierungen auch. Auch unter den Schiiten sind so viele Gruppierungen. Unter den Christen auch. Wie Orthodoxen und Protestanten. Und da werden alle angesprochen. Und alle werden aufgerufen. Das ist das Buch Allahs, was Allah herabgesandt hat. Kein Buchstabe wurde geändert. Seit 1400 Jahren. Wenn ihr ehrlich seid, kommt zum Buch Allahs. Kommt alle zurück zum Buch Allahs. Wenn ihr ehrlich seid. Okay, jetzt inshallah versteht ihr. Also einige Schwestern waren so beleidigt, dass ich gesagt habe, man muss seinen Iman stärken und hey, sagt man, hey, Rasulullah war auch unter Zauber. Ja, die haben Zauber gemacht vor den Propheten, aber kein Djinn kann eindringen in den Körper von dem Propheten. Kein einziger Djinn kann, nicht mal Iblis, kann eindringen in den Körper. Die trauen sich nicht zu nähern zum Propheten. Aber guck mal, die möchten, ja, der Hadith ist sahih. Die haben Zauber gemacht zum Propheten. Aber dieses Sihr, dass der Djinn
dringt ein in den Körper von dem Opfer oder von der Zielperson, hat nicht funktioniert, kann nicht funktionieren. Wenn Umar radiallahu anhu im Hadith, die Shayatin laufen weg vor ihm. Wenn er auf die Straße geht, dann alle laufen weg, gehen andere Wege. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. Es ist so. Und jetzt, die Leute glauben, Rasulullah war, A'udhu Billah, besetzt. Muslimen noch. Schande. Und dann nehmen das aus, ja, ich bin besetzt und mein Iman ist stark. Rasulullah hatte stärkerer Iman und war auch besetzt. A'udhu Billah, was sagst du, Schwester? Und dann gibt es auch andere, was soll ich sagen, Idiotenaussagen von, ja, also als Aussagen, die nicht gut überlegt sind, sagen wir besser, dass wir keinen verletzen. Na, die sagen, hey, das war Leute, die mit Wissen zu tun haben. Das war eine der schlimmsten Sorten von Sihr. Astaghfirullah. Ja, bei den Propheten war nur ein bisschen äußerliche Waswas. Also ein Djinn, ein Shaitan, der ganz weit weg, Allahu Alam wie weit, 100 Meter und so weiter, oder Allahu Alam wie viel, schickt Gedanken und Gefühle. Das passiert, das kann uns allen passieren. Und vor allem passiert uns beim Beten. Ne? Ich weiß nicht, wie viel ich gebetet habe manchmal. Ne? Das kann uns passieren, jedem. Und man muss nur aufpassen und wachsam sein. Und das kann nicht lange dauern. Ne? Und bei dem Propheten sallam war nur für diese äußerliche Waswasa. Ob er eine ganz bestimmte Sache, ganz bestimmte nebensächliche Sache getan hat oder nicht. Das alles. Das ist alles. Ganz bestimmte nebensächliche, unwichtige Sache getan hat oder nicht. Hat er nur ein bisschen Zweifel, habe ich das getan oder nicht? Das ist alles, dieses Sihr-Fall von dem Propheten sallam. Weil es kein Djinn. Welcher Djinn kann eindringen in den Körper von dem Propheten sallam? Hey, ich will nicht übertreiben mit mich loben. Aber hey, Leute wollten mich abholen wegen Ruqya. Sie kamen mit Auto zu mir und haben angerufen von unten, Scheikh, kannst du runterkommen, wir wollen Ruqya machen, wir sind da. Okay, ich gehe runter zu ihnen und dann sage, bitte vorne, Scheikh. Ja, aus Respekt und so. Okay, ich gehe vorne. Und der Fahrer, was macht der Fahrer? Der war die Besitzperson, der Sohn, für den ich Ruqya machen soll. Und er guckt auf mich so. Komisch, er sagt nicht, wa alaikum assalam, wa rahmatullah, lächeln oder so. Nein. Einmal, ich denke, was ist los? Und zweimal. Und dritte Mal, und so, sofort Tür aufmachen und weglaufen auf die andere Straßenseite. Ich sag, was ist los? Ganz 10 Meter weiter ist er. Na? Er war der besetzte Mann, der von dem ich Ruqya machen soll. Sein Shaitan war, oh, Angst, der Scheich kommt, oh. Deswegen, hey, das ist Bestätigung von dem Hadith von Umar. Die Shaitan sind weggelaufen vor ihm. Und meinst du, und viele Rakis und guten, starken Gläubigen, die wirklich die quranische Akida haben, wirklich Feindschaft und Hass gegenüber den Shayatin haben. Na, Feindschaft und Kampfbereitschaft. Sind bereit zu kämpfen, nur brauchen sie Kontakt zu haben und dann machen sie sofort diesen Shaitan fertig. Es gibt solche Leute, die ihren Akida, es können einfache Leute, die Koran jeden Tag lesen und verehren Allah und glauben Allah. Na, verehren Allah, nicht blind rezitieren, und glauben Allah, absolut. Und diese einfachen Leute können einfach ein Straßenfeger sein. Na? Wenn dieser Straßenfeger jeden Tag ein Juz liest von dem Koran, über die Jahre, er ist jetzt 40 Jahre, hat er schon 30 Jahre jeden Monat den Koran durchlesen, aber mit Liebe zu Allah, mit Bewunderung, mit Gehorsamkeit, mit Glaube, was Allah mir sagt. Der Shaitan ist schwach. Die List von dem Shaitan ist schwach. Ich glaube Allah.
Er hat keine Macht über die Gläubigen. Er glaubt Allah, nur Straßenfeger ist er. Aber er glaubt Allah. Er bewundert Allah. Er liebt Allah. Er verehrt Allah absolut. Er weiß, dass Allah der Schöpfer von dem ganzen Universum, er weiß es. Er hat gedacht über die Zeichen Allah. Über Sterne, Pflanzen, Tiere. Und dann denkst du nur Straßenfeger. Er rezitiert Koran nicht zu blind, wie die meisten es tun. Ja, zähl mal, jeder Buchstabe 10 Hasana, yalla. Hey, Allah hat diesen Koran herabgesandt, damit wir daran glauben, damit wir das verstehen, damit wir das umsetzen in unserem Leben. Ja, und so ein Mann, Straßenfeger oder irgendein vereinfachter Arbeiter oder irgendwas, wenn er kommt zum Leute, die Scheyatin werden Angst vor ihm haben. Und wenn die für ihn Sihr machen würden, die Scheyatin können ihn nicht angreifen, nicht im Traum kommen oder angreifen. Die wissen, was sie erwartet, wenn sie das versuchen sollten. Ja, ich sage euch, jeder, der diese koranische Akida, der glaubt Allah und verehrt Allah und Koran liest mit Liebe, mit Verehrung, mit Glauben an das, absolutes Glauben an dem, was Allah sagt. Hey, die Scheyatin werden ihn fürchten. Ich sage nicht, dass sie alle werden wie Umar al-Khattab sein. Natürlich nicht alle. Keiner wird wie Umar, Allahu A'lam. Es kann sein, aber ja, die sagen wir im Prinzip, die meisten Menschen sind heute schwächer. Aber die Scheyatin werden Angst vor ihnen haben. Und die Scheyatin würden vor ihnen weglaufen auch. Und die Scheyatin würden sich nicht trauen, solche Leute anzugreifen, nachts im Traum, wenn sie schlafen. Ja, und dann, hey, wie soll ich das sagen, außer koranische Akida zu haben? Okay, ich wollte das noch erklären, diese koranische Akida, koranische Tauhid, damit die Leute das verstehen. Inshallah wird das viele Leute helfen, dass sie wirklich das Buch von Allah, den Koran, ernst nehmen. Und nicht nur blind rezitieren, sondern mit Verehrung und Liebe und absolutes Glauben. Absolute Dienerschaft. Absolute Bereitschaft für Allah zu rezitieren. Ich würde auch ein Beispiel nennen zum Schluss. Auch das Beispiel von Ismail a.s. Guck mal, sein Vater kommt zu ihm, mein Sohn, ich sehe, dass ich dich schlachte. Ein Befehl von Allah, dich zu schlachten. Was sagst du? Guck mal, Ismail, er sagt, oh Vater, tu, was du befohlen wirst. Ich werde von den Geduldigen sein. Keiner freut sich, geschlachtet zu werden. Aber Ismail sagt es halt, sagt mir Sabirin, Sabr. Wenn Allah es sagt, dann ich bin bereit. Und ich werde meine Seele, meine Nafs, die Seele will überleben, will nicht geschlachtet werden. Natürlich ist es in unserer Fitra, in unserer Grundprogrammierung von Allah, dass wir wollen weiterleben. Aber Ismail sagt, nein, mein Herz, ich bin für Allah. Und die Seele muss gehorchen. Wir müssen von den Geduldigen sein. Er war bereit. Er war bereit, Ismail a.s. Alles, absolute Bereitschaft zu Allah subhanahu wa ta'ala. Alles, absolut alles. Nicht nur kämpfen oder so. Absolut bereit für Allah, für alles. Alles, was Allah sagt, ich bin bereit, ich bin ein absoluter Diener Allahs. Ja, das ist, inshallah, diese Beispiele zum Koran. Ja, hey, brauchst du jetzt für diesen, bei Ismail, diese Situation im Koran beschrieben, brauchst du wirklich einen Übersetzer? Brauchst du einen Professor zu sein, um das zu verstehen? Nein, Tauhid ist ganz einfach im Koran. Weil Allah sagt zu dir, pass auf, Koran ist die Botschaft zu dir. Und sagt Allah, haltet alle fest am Seil Allahs. Haltet alle fest am Seil Allahs. Das ist der Koran. Manche sagen Koran und Sunnah, aber ist egal. Koran ist der Seil von Allah. Haltet alle. Nicht nur die Professoren, nicht nur die Gelehrten, nicht nur die Scheikh, nicht nur die Rakis.
Alle halten fest am Sein Allahs. Und wenn einer nicht festhaltet am Sein Allahs, was passiert mit ihm? Der geht verloren. Ne? Der geht verloren, Richtung Jahannam. Also, wie kann Allah sagen zu uns, subhanahu wa ta'ala, haltet alle fest, und er macht den Koran so kompliziert, dass nur sehr intelligente Leute verstehen. Ist nicht wahr. Allah hat den Koran so simpel gestaltet, dass alle Leute verstehen das. Besonders Tauhid. Aber manchmal gibt es Fiqh-Sachen. Man muss unterscheiden zwischen Tauhid und Fiqh, Akida und Fiqh. Wie man betet, bei Erbrecht, bei was weiß ich, Reinheitssachen mit Wudu, mit Periode, mit was weiß ich, Ghusl und so weiter. Hey, manchmal braucht man doch, bei Fiqh braucht man sehr viel mehr Gelehrten, die das daraus aus Koran und Sunna und so. Aber Tauhid ist ganz einfach. Du gehst Jannah nicht wegen deinen Gebeten, wie du betest oder wie du fastest oder wie du... Hey, du gehst Jannah wegen La ilaha illallah, wegen deiner absoluten Dienerschaft zu Allah. Deshalb gehst du Jannah und wirst du vor Jahannam gerettet. Deshalb. Und Fiqh, du sollst dich bemühen, um das zu verstehen, wie du das umsetzt. Die Befehle Allah, beten, fasten, Hajj, Umrah. Du musst dich ein bisschen bemühen, Gedanken machen und fragen die Leute, wie soll ich Hajj machen? Ich weiß nicht, ich habe niemals Hajj gemacht. Ja, kein Problem. Davon hängt kein Jannah oder Jahannam davon ab. Hängt Jannah und Jahannam von was ab? Von deiner absoluten Dienerschaft zu Allah. Absolute Bereitschaft für Allah. Und das ist ganz deutlich und einfach im Koran. Jeder kann das verstehen. Vorausgesetzt, er ist ehrlich. Er ist dankbar. Dankbar. Allah hat ihm alles gegeben und er will Allah danken. Ne? Vorausgesetzt, diese dankbaren, diese ehrlichen Menschen, diese aufrichtigen Menschen, die werden den Koran ganz einfach verstehen. Tauhid, nicht Fiqh-Sachen. Fiqh-Sachen brauchen ein bisschen Arbeit und deshalb sollen wir die Gelehrten dafür fragen. Aber Tauhid ist überdeutlich im Koran und für jeden, der ehrlich, aufrichtig, dankbar ist. Khair inshallah, ich sage dies und bitte Allah Azza wa Jal für mich und für euch um Vergebung. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.